Vielleicht ist das der zukünftige Motor deines kleinen Balkonkraftwerkes. Ganz einfach ans Solarpanel anschließen und fertig oder als mobile Powerbank nutzen. Das iPhone bis zu 92 Mal laden, das Laptop bis zu 17 Mal laden, den Kühlschrank bis zu 14 Stunden durchlaufen lassen, die Drohne 20 Mal laden, 3 Stunden die Kaffeemaschine durchlaufen lassen, den Elektrogrill am Dauerbrutzeln halten und die Mikrowelle fast 2 Stunden im Dauereinsatz, das Mountainbike aufladen und alles per App gesteuert. Gleichzeitig für Camping, fürs Auto und natürlich auch für lange Ausflüge mit 10 Jahren Garantie auf das Akku, mit 5 Jahren Garantie auf das gesamte Gerät. Du glaubst, das geht nicht, das geht doch. Ich zeig's dir in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Und dass die Anker Solix richtig Power hat, kann ich euch natürlich hier direkt beweisen. Und zwar gerade auf der Baustelle oder irgendwo, wo du jetzt mobil arbeiten musst, ist das natürlich eine ideale Gelegenheit, auch wenn du mal keinen Strom hast, wirklich Arbeiten zu verrichten. Und du siehst, die Bohrmaschine, die läuft und damit auch andere Geräte. Du kannst damit auch wirklich eine ganze Menge anstellen. Das Schöne ist, du kannst alles machen, was du möchtest, an jedem Ort, den du auswählst, weil du hast immer den mobilen Strom mit dabei. Ob du dir deinen Campingkocher anschmeißt oder wie gesagt den Kühlschrank oder dein Mountainbike auflädst, beziehungsweise eine Party veranstalten willst, irgendwo direkt auf dem Feld, alles geht mit dieser Anker Solix Powerbank. Und wie gesagt, 10 Jahre Garantie auf das Akku, 5 Jahre Garantie auf das ganze Gerät. Das muss man erstmal nachmachen. Des Weiteren kannst du die natürlich bis zu 3000 Mal hintereinander aufladen, was absoluter Hochwahnsinn ist. Und du hast natürlich eine ganze Menge mehr Funktionen und Möglichkeiten und die möchte ich euch jetzt erstmal zeigen. Wenn du hier dein kleines Balkonkraftwerk zusammenbauen möchtest, so ist das ebenfalls möglich, weil das ist die Basis, quasi der Motor, der Anfang dieses Kraftwerkes. Und wenn ihr auf die Internetseite von Anker geht, dann seht ihr verschiedene Möglichkeiten von Solarpanels, die man hier anschließen kann. Das heißt, je nach deinem Budget kannst du hier entweder ein 100 Watt bis zu 400 oder 600 Watt Solarpanel anschließen und kannst dir aussuchen, je nachdem wie viel Geld du für dieses Solarpanel investieren möchtest, was du an Watt lädst. Und mit dem größten Solarpanel von 600 Watt ist die Powerbank innerhalb von 1,8 Stunden aufgeladen. Aus dem Karton ausgepackt bekommst du hier 3 verschiedene Kabel gleich mitgeliefert. Zum einen das Autokabel mit Zigarettenanzünder, das Ladekabel für Solarpaneele und natürlich auch das normale Netzkabel, womit du diese Powerbank lädst. Die Bedienungsanleitung gibt es ebenfalls mit dazu und das Schöne ist, sie ist auch auf Deutsch. Kommen wir als erstes mal zu den Anschlüssen und hier vorne siehst du schon 4 verschiedene Steckdosen mit einer Kapazität von 220 bis 240 Volt. Eine Kfz-Steckdose ist ebenfalls mit dabei mit 120 Watt Leistung. Des Weiteren gibt es zweimal USB-A mit 24 Watt und dann gibt es natürlich auch nochmal zweimal USB-C mit einem 100 Watt Anschluss und einem 30 Watt Anschluss, womit du natürlich deine elektrischen Geräte wie Laptop, Telefon, iPad und andere Dinge sehr schnell laden kannst. Und hier im vorderen Bereich findest du natürlich noch einige Schalter. Hier unten schaltest du dann die Steckdosen ein und aus. Wenn es weiter nach oben geht, ist hier die Bluetooth-Taste, mit dem du sozusagen dann dein Handy aktivieren kannst. Dann kannst du das Display ebenfalls über diese Taste hier noch ein- und ausschalten und hast natürlich dann noch die Möglichkeit, das Licht hier an- und auszuschalten. So viel ist es nicht, was aber auch gut ist, weil man kann nicht irgendwelche Schalter hier verkehrt drücken. Wenn man weiß, wo alles ist, dann ist das natürlich schön geordnet und aufgeräumt, was ich sehr gut finde. 1800 Watt werden ausgegeben, 2400 Watt sind es im Bypass-Modus. Was das für ein Modus ist, erkläre ich euch gleich. Bei hoher Energieabnahme hat natürlich der Lüfter seine Funktion hier drin und regelt die Temperatur. Es wird sehr oft bis zu 100 Mal in der Minute die Temperatur dieser Powerbank kontrolliert, was richtig gut ist, denn sie kann nicht überhitzen. Die Restanzeige für Akku und Leistung ist natürlich auch dabei und der Bypass-Modus bedeutet, dass du dann, wenn du jetzt hier Verbraucher angeschlossen hast und die Powerbank am Laden hast, dass du dann bis zu 2400 Watt
aus diesen Steckdosen direkt rausbekommst. Seitlich findest du natürlich auch nochmal einen Anschluss und der ist dafür da, um einen Zusatzakku anzuschließen, denn das geht natürlich auch, wenn du mehr Power benötigst, kannst du hier von 1056 Wattstunden auf 2112 Wattstunden verdoppeln. Das heißt, im Zubehör bei Anker gibt es nochmal einen zusätzlichen Akku, den du hier oben rauflegst und dann kannst du über diesen Anschluss deine Stromkapazität nochmal verdoppeln. Mit zum Lieferumfang gehört natürlich auch eine App und die kannst du dir ganz einfach in deinem App Store bzw. bei Android downloaden und wenn du die App dann runtergeladen hast und öffnest, dann siehst du natürlich, dass erstmal ein Software-Update vorhanden ist und das ist natürlich dann auch schon wieder ein riesengroßer Vorteil, denn über diese App kann die Anker Solix Software-Updates erhalten. Das heißt praktisch, man kann die immer noch ein bisschen perfekter und vernünftiger machen, als sie jetzt schon ist, was bedeutet, es ist einfach wirklich ein guter Support da und du kannst natürlich auch mit der App noch ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel kannst du hier auch komplett deine Powerbank steuern. Wenn wir uns die App mal anschauen, dann kannst du natürlich hiermit wirklich eine ganze Menge steuern und einstellen. Im oberen Bereich siehst du dann erstmal die Ladekapazität, momentan bei 100%, darunter die Temperatur 25 Grad, jetzt aktuell. Und da oben natürlich dann, wenn du deine Geräte betreibst, die verbleibende Nutzungsdauer, was wirklich sehr interessant ist, weil du kannst immer abschätzen, wie lange du noch arbeiten kannst. Darunter die Eingänge, die kannst du natürlich dann auch nochmal steuern vom DC-Eingang, sprich Zigarettenanzünderkabel oder der AC-Eingang beziehungsweise alle USB-Ausgänge. Da siehst du dann, wenn was passiert an den Eingängen und gleichzeitig siehst du hier unten natürlich auch 12 Volt Autostecker 0 Watt und AC-Ausgang 0 Watt. Und wenn wir jetzt mal die Bohrmaschine anschließen beziehungsweise laufen lassen, dann kannst du jetzt erkennen, dass hier 248 Watt verbraucht werden mit dieser Bohrmaschine und im oberen Bereich war dann natürlich auch sichtbar, dass du jetzt noch 3 Stunden hättest Dauerbohren können. Also du siehst in dieser App natürlich auch noch deine Verbräuche und gleichzeitig die Restzeit dieses Anschlusses, den du jetzt gerade benutzt, was wirklich eine unwahrscheinlich gute Sache ist, um zu kalkulieren. Du kannst natürlich auch nochmal den Bildschirm ansteuern oder halt die Displayhelligkeit steuern über die App. Und in den Einstellungen ist dann noch mehr möglich. Die AC-Aufladeleistung liegt momentan bei 1000 Watt, weil ich das Schnellladen eingestellt habe. Du kannst es aber auch nochmal regulieren und kannst sagen, ich möchte nicht so schnell laden. Ich möchte mit 200 Watt bis zu 1000 Watt laden. Das kann man hier noch regulieren. Ansonsten Zeitüberschreitung, den Lampen-SOS-Modus, da kommen wir gleich nochmal zu, die Bildschirmhelligkeit, den Timeout für den Monitor, der ist jetzt bei 30 Sekunden, das ist ein bisschen kurz, ich lasse den mal bei 5 Minuten und dann hast du natürlich noch den Gerätenamen, das WLAN kannst du bereitstellen, die Temperaturanzeige hast du hier auch nochmal in Fahrenheit oder in Grad Celsius, bei uns ist es natürlich Grad Celsius, Seriennummer, falls das Ding mal kaputt geht, gleich griffbar, kannst du immer durchgeben und bei Hilfe und Feedback hast du natürlich auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, hier Antworten zu suchen und das Ganze auf Deutsch. Das ist relativ wichtig, also da steht nicht irgendwas in Englisch mal drin oder in Japanisch. Das ist wirklich Deutsch und da sind die wichtigsten Fragen schon geklärt, wenn du jetzt so ein bisschen am Einrichten bist und noch nicht so klarkommst mit der Anker Solix. Was auch gut ist, denn meistens hast du das ja natürlich nicht am Mann, ist, dass du hier nochmal das Benutzerhandbuch aufrufen kannst. Und da hast du natürlich auch nochmal alle möglichen Informationen für dieses Gerät und vor allen Dingen immer greifbar. Hast du Internet, hast du auch das Benutzerhandbuch und musst es nicht erst suchen. Wenn wir uns den vorderen Bereich hier anschauen, dann sehen wir natürlich auch eine Lampe und das ist natürlich sehr interessant, wenn du jetzt gerade beim Campen bist oder mal Stromausfall hast oder andere Lichter benötigst, hast du hier ein Notlicht. Das geht in verschiedenen Formen hier anzumachen. Das sind 3 Stufen, einmal gering, einmal mittel und einmal stark und das leuchtet dir dann schon so einige Dinge deines Raumes aus. Wenn es wirklich mal richtig krachen sollte in Sachen Strom oder Stromausfall, ist das natürlich erstmal eine gute Übergangslösung, beziehungsweise beim Campen natürlich auch nachts mal schnell Licht angemacht, wenn du keine Taschenlampe parat hast. Einfach hier den Schalter gedrückt und schon wird es ein bisschen heller.
Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ob auch viele Geräte gleichzeitig laufen. Und die Frage werde ich hier gleich beantworten, indem ich mal verschiedene Geräte anschließe. Das sind einmal hier meine Sony-Akkus. Dann geht es natürlich mal um die Kamera und die können wir natürlich ebenfalls anschließen an den USB-C-Port. Machen wir auch gleich mal. Einfach mal ran an den Port. Und dann schauen wir mal, wie hier verschiedene Sachen laden. So, dann haben wir das Telefon noch da. Muss ja natürlich auch aufladen. Also auch mit ran an die ganze Geschichte. Und das siehst du, es funktioniert alles gleichzeitig. Ja. Das heißt, du kannst jetzt die Bohrmaschine bedienen, du kannst deine Akkus laden und gleichzeitig noch die Kamera und das Telefon. Alles wird gleichzeitig geladen und das überzeugt. Also du kannst wirklich jetzt hier auch noch alle Anschlüsse voll machen. Irgendwann ist natürlich dann auch Schluss mit lustig. Aber ich sag mal so, in der normalen Belastung, auch in einer höheren Belastung, ist das alles möglich. Von der Bohrmaschine über die Kamera bis zum Telefon, über Akkus laden und dann vielleicht noch das Laptop ran oder das iPad. Das funktioniert alles. Also hier hast du wirklich einen richtig coolen, verlässlichen Strompartner, der dich nicht im Stich lässt. Ich lasse das Ganze natürlich nochmal laden und gleichzeitig besteht natürlich auch die Möglichkeit, die Anker Solix hier an das Netz anzuschließen und laden zu lassen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, auf Schnellladen in der App einzustellen. Und wenn du das gemacht hast mit den 1000 Watt und auf Schnellladen, dann ist diese Anker Powerbank unter einer Stunde von 0 auf 100 wieder aufgeladen, wo ich sage, normalerweise das geht gar nicht und damit ist die wirklich mitführend weltweit hier bei den Powerbanks und bei den großen Powerbanks, denn das kriegt kaum ein anderer Hersteller hin. Das heißt, du machst dich morgens im Bad fertig, ziehst dich an, etc. Deine Freundin braucht ein bisschen länger, ihr verbraucht eine Stunde inklusive Frühstücken, dann ist diese Powerbank wieder voll und das ist natürlich ein Kracher. Ich nutze die mobile Powerbank meistens für meine Aufträge. Wenn ich draußen unterwegs bin und Dinge drehe, dann nehme ich die meistens mit hinten im Kofferraum und kann die natürlich auch übers Auto nochmal laden. Das geht natürlich nicht so schnell wie jetzt direkt am Strom, funktioniert aber auch. Ein Solarpanel habe ich jetzt leider noch nicht dazu bekommen. Anker hat mir die Powerbank zugesandt und das Ganze natürlich nur mit diesem Gerät, also konnte ich das Solarpanel nicht probieren, was ich natürlich gerne gemacht hätte. Einsatzgebiete sind aber noch wirklich, wenn du jetzt eine Party machst, irgendwo auf dem Feld beziehungsweise auf dem Acker, im Wald oder, kannst du das Ding wirklich nehmen, die Anlage anschließen und dann läuft erstmal die Musik. Gleichzeitig, wenn du jetzt auf der Baustelle unterwegs bist, beziehungsweise Handwerkeraufträge hast, du kennst das, draußen irgendwo am Dach oder oben oder unten, es ist keine Steckdose. Du müsstest jetzt erstmal 20 Meter Kabel ziehen, da kannst du das Ding mitnehmen, natürlich nicht die Leiter hoch, da wird es ein bisschen schwer mit 12 Kilo, aber du hast immer Möglichkeiten, den Strom in deiner Nähe zu haben, was natürlich gerade für mobile Handwerker in meinen Augen ein Riesenplus ist. Die sollten sich da mal überlegen, wirklich solch eine Powerbank anzuschaffen, weil es wirklich einfacher als ständig irgendwelche Kabel zu ziehen. Natürlich hängt es dann auch von den Geräten ab. Wenn die Maschinen natürlich deutlich mehr ziehen, als diese Powerbank zulässt, ist es natürlich was anderes. Aber du kannst die schon wirklich vielfach einsetzen zum Campen, im Transporter, als Zusatzbatterie und so weiter und so fort. Das Ding ist wirklich zuverlässig, robust und echt ein Hammer. Preislich liegt die natürlich jetzt gerade im Angebot. Die haben die gesenkt von 1.199 Euro auf 899 Euro. Dafür kriegst du sie jetzt direkt bei Anker auf der Website. Alles ist nochmal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Da kannst du dann nochmal genau nachlesen und natürlich auch direkt über den Link alle weiteren Informationen sowie den Preis nochmal kontrollieren. Wenn wir schon bei Preisen sind, dann habe ich natürlich am Anfang gesagt, dass du hier auch ein Balkonkraftwerk zaubern kannst. Das ist natürlich nicht so, dass du hiermit den Strom einspeisen und alles drum und dran. Du kannst das als Motor benutzen. Das heißt, das wird dein Speicherpunkt werden. Aber viele sind draußen auf dem Balkon und das natürlich auch den ganzen Sommer oder auf der Terrasse, haben dort manchmal keine Stromversorgung. Also Solarpanel hingehangen und gleichzeitig dann damit hier diese Powerbank aufgeladen, wenn es gut läuft bei 600 Watt innerhalb von 2 Stunden. Und schon hast du wirklich für den ganzen Tag und vielleicht auch noch mehr Tage, je nachdem, was du verbrauchst, richtig guten Strompower für deine Terrasse bzw. auch für dein
deinem Balkon. Mit Stromeinspeisung, da braucht man ein bisschen mehr. Also das richtige große Balkonkraftwerk, was du jetzt nutzen kannst, um wirklich auch Strom zu produzieren, das wird es nicht werden. Aber du kannst hier Strom zwischenspeichern mit dieser Powerbank und das schon auf einem richtig hohen Niveau. Kommen wir mal zu meinem Fazit und da ist natürlich Anker der führende Hersteller in der Welt mit über 200 Millionen verkauften Powerbanks in dieser Richtung. Da gibt es natürlich auch noch kleine, noch größere und das geht dann natürlich das Treppchen immer weiter. Aber hier hast du wirklich einen zuverlässigen Partner. Überleg mal, du hast 5 Jahre Garantie auf deine Powerbank. Das heißt, bei jedem Schnödelfülz, der passieren sollte, kannst du anrufen und kannst sagen, hey, ich habe 5 Jahre Garantie. 10 Jahre Garantie gibt es dann auch nochmal auf das Akku. Also was soll passieren? Vom Prinzip her bist du hier richtig sauber abgesichert und nicht bei irgendeinem China-Hersteller, der dir dann irgendwie dann seine Powerbank andreht und sich nach einem Jahr nicht mehr meldet, beziehungsweise dann nicht mehr erreichbar ist. Das ist hier wirklich eine große Sicherheit. Support gibt es auch, das heißt entweder in Form von der App oder auf der Anker-Website. Es gibt auch eine Telefonnummer, da kann man ebenfalls anrufen. Die befindet sich natürlich direkt auf der Website, also du hast hier wirklich den Rundum-Service zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Art von Leistung. Es sind wirklich unwahrscheinlich viele Anwendungsbereiche. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Gerät etwas näher bringen und wer nochmal nachlesen möchte, direkt alles in meiner Videobeschreibung. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke winke.